Die Situation zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas spitzt sich zu, nachdem durch die Hamas die nächste Freilassung von Geiseln auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Israel hat das Militär in höchste Alarmbereitschaft versetzt und US-Präsident Trump droht der Hamas nun mit harten Konsequenzen, sollten nicht alle Geiseln umgehend freikommen. Dieter Heise berichtet. Mit Trommeln, Fackeln und Sirenen gehen die Angehörigen der Geiseln am Abend auf die Straße, machen Druck auf die israelische Regierung, den Waffenstillstand und damit die Rückkehr der Geiseln nicht zu gefährden. In ihrer Not appellieren sie auch an US-Präsident Trump, sich für eine Lösung stark zu machen. Der setzt der Hamas aus dem Weißen Haus heraus ein Ultimatum zur Freilassung aller Geiseln und droht mit harten Konsequenzen. If all of the hostages aren't returned by Wenn nicht alle Geiseln bis Samstag 12 Uhr frei sind, würde ich sagen, blas die Waffenruhe ab und lass die Hölle ausbrechen. Droht Trump und räumt ein, ich glaube nicht, dass die Hamas der Forderung nachkommt. Ich glaube, viele Geiseln sind tot. Es ist eine menschliche Tragödie. Die Entscheidung, wie Israel reagiere, liege aber bei der israelischen Regierung. Welche Konsequenzen die Hamas von US-Seite zu befürchten habe, ließ Trump offen. Ebenso die Frage nach einer möglichen Beteiligung der US-Armee. Israels Verteidigungsminister Katz hat die im Gazastreifen stationierten Truppen in höchste Alarmbereitschaft versetzt und die Einheiten sollen noch verstärkt werden. Hintergrund ist die Ankündigung der Hamas, die für kommenden Samstag geplante Freilassung weiterer israelischer Geiseln auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Die Begründung, Israel halte sich nicht an die Vereinbarungen. Vielmehr hätten die israelischen Truppen die Rückkehr von Vertriebenen in den nördlichen Gazastreifen verzögert, das Feuer an verschiedenen Stellen des Küstenstreifens eröffnet und die Einfuhr von Hilfsgütern behindert. Israel weist all diese Vorwürfe zurück. Und für die noch immer Verschleppten drängt die Zeit. Wir haben die Bilder der Geiseln gesehen. Diejenigen, die noch dort sind, sind möglicherweise in noch schlechterer Verfassung. Eine Verzögerung der Freilassung bedeutet, dass einige von ihnen nicht überleben werden. Schon jetzt sind nach israelischen Angaben 35 der noch 76 Verschleppten nicht mehr am Leben. Und zu den aktuellen Entwicklungen jetzt eine Einschätzung von unserem US-Korrespondenten Michael Wöllenweber aus Washington. In diesem Fall glaube ich eher nicht daran, dass er das dann meinte, sondern dass er carte blanche Israel gibt, dann ab Samstag 12 Uhr zu tun, was Israel auch immer dann mag, also den Krieg dann weiter fortzusetzen, die Waffenruhe zu brechen. Es ist die ganz konkrete Empfehlung, die Waffenruhe zu beenden, den Deal, den man getroffen hatte, damit obsolet zu machen und vielleicht auch damit auch weiter Druck auszuüben für seine eigenen Pläne, die er verfolgt. Er möchte ja Gaza zur Riviera des Mittleren Ostens ummodellieren, alle Palästinenser raus. Er hat ja ganz konkret auch noch einmal betont, entgegen den Äußerungen seines Außenministers und auch seiner Pressesprecherin dann noch von vergangener Woche, dass es ihm schon darum ginge, dass die Palästinenser generell nicht mehr zurückkommen dürften dann nach Gaza, wenn daraus etwas Wunderschönes, wie er es formuliert, dann dort entstehen sollte. Also Donald Trump macht unter Umständen mit diesen Einlassungen oder ebnet mit diesen Einlassungen der Weg zu seinem großen Ziel, nämlich dass Gaza weiter unbewohnbar gemacht wird für die Palästinenser und so eine weitere Motivation geschaffen wird, tatsächlich Gaza freiwillig zu verlassen, Richtung Ägypten oder Richtung Jordanien, wie er sich das zumindest ja vorstellt.